Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich werde euch heute zeigen, wie man auch auf kleinen Leinwänden mit der Rakeltechnik arbeiten kann und habe mir dafür eine quadratische Leinwand ausgesucht, die 30 x 30 cm groß ist und in diesem Fall eine 3D-Leinwand, also mit breitem Rahmen ist. Diese Leinwand habe ich zunächst mit einer Hintergrundbemalung ausgestattet, und zwar im Türkisgrün, und habe diese Farbe, die auch deckend ist, relativ zügig aufgetragen und anschließend mit dem Föhn auch trocken geföhnt. Das ist besonders wichtig, wenn ich dann die erste Schicht in der Rakeltechnik auftrage. Heute habe ich mich auch für ein anderes Messer entschieden, beziehungsweise ja, es ist ein Tortenmesser, mit dem ich also Torten verstreichen kann. Und das benutze ich heute auf dieser kleinen Leinwand, um in Rakeltechnik zu malen. Ich habe gemerkt, dass ich dazu auch etwas Übung brauche, weil die Fläche, auf der ich die Farbe hinten auftragen kann, relativ schmal ist. Und gerade bei der ersten Schicht, wo noch relativ wenig Farbe auf der Leinwand ist und der Untergrund trocken ist, war das jetzt nicht ganz so einfach. Ich habe also für die erste Farbschicht relativ viel Farbe aufgetragen. Ich habe mich auch bei der ersten Farbschicht für das Reflex Orange entschieden, weil es einen sehr hohen Kontrast zu dem vorher verwendeten Türkisgrün hat. Und damit das Reflexorange auch schön zum Leuchten kommt, habe ich mich als zweite Farbschicht für das Titanweiß entschieden. Dadurch, dass das Reflexorange noch nicht so angetrocknet ist, vermischen sich das Titanweiß und das Reflexorange auch schon mal ganz wunderbar. Als nächste Farbe habe ich mir das Ultramarin ausgesucht. Zum einen, weil das super schöne Orange noch durchschimmert, und zum anderen, weil Weiß und diese marine Farbe eine wunderbare Farbkombination darstellt. Und diese Farbe ist auch eher transluzent. Die meisten Blautöne sind das, es sei denn, sie sind mit Weiß stark vermischt, also Hellblautöne und ähnliches. Und dann ist der Effekt nicht so, wie wir ihn hier gerade sehen. Also dieses Blau mischt sich noch ganz wunderbar mit dem Weiß. Nachdem ich gesehen hatte, wie toll das Reflex Orange leuchtet, habe ich mich für die nächste Schicht für das Reflex Rosé entschieden. Und man kann erkennen, nach und nach habe ich mich nicht nur auf das schmalere Werkzeug eingestellt, sondern es wird mit jeder Schicht hierbei zumindest etwas leichter. Denn je mehr Farbe da ist, normalerweise bleibt dann das Rakelwerkzeug zwischendurch mal stecken. Das wird es hier auch noch tun, aber im Moment ist der Farbauftrag aufgrund der schmaleren Fläche des Werkzeuges viel leichter. Das, was jetzt wieder so aussieht, als hätte ich zum Titanweiß gegriffen, ist die wunderbare Perlfarbe in Perlgrün, weil ich mir gedacht habe, die Farbe ist sehr, sehr transluzent und es könnte auf dem Reflex Rosé einen wunderbaren Kontrast bilden. Und je nachdem, wie viele Farbschichten ich noch drüber legen möchte, schimmert diese Schicht auf jeden Fall immer noch zwischendurch. Und dieses Perlgrün ist auch nicht so aufdringlich und lässt also die Farben Orange und Reflexrosé noch sehr leuchten. Jetzt wird es allerdings sehr viel knalliger. Ich habe nämlich gedacht, nachdem ich so viele Reflexfarben benutzt habe, ich könnte auch noch das Reflexgrün verwenden, und auch das ist ganz wunderbar. Und ja, es leuchtet so fröhlich daher, dass dieses Bild jetzt im Augenblick sehr, sehr viel Fröhlichkeit und Leuchtkraft ausstrahlt. Aber ich weiß ja, wie das Bild hinterher aussieht. Ich habe mich leider nachher für das Türkisblau entschieden, welches eine deckende Farbe ist. Wenn ich es rückgängig machen können würde, würde ich das tun. Denn diese Schicht war dann tatsächlich sehr, sehr deckend. Aber solange genießen wir dann noch dieses Reflexgrün.
Ein Farbauftrag in Grün kann heikel sein und deswegen werde ich jetzt erstmal die Schicht anföhnen, bevor ich dann das eben schon angesprochene Türkisblau auftrage. Also die Farbe an sich ist nicht schlecht und ich finde auch die Farbkombination zu dem Reflex Rosé ganz gut, aber sie ist mir am Anfang zu deckend und als Farbe zu deckend. Also da hätte ich mir mehr Transparenz, Transluzenz gewünscht. Und ich hatte es ja vorhin erwähnt, es ist leider so, je mehr Weiß in einer Farbe mit drin steckt, desto deckender wird das Ganze. Und im Moment verliert das Bild an der Leuchtkraft, auch wenn da zwischendurch immer wieder die anderen Schichten noch hervorblitzen. Und damit der Schimmer in dieses Bild wieder zurückfindet, habe ich mich dann dafür entschieden, das dunkle Gold aufzutragen. Und das war sehr wohltuend. Ich hatte sofort die Idee von, jetzt gibt es wieder so maritimes Flair, so ein bisschen Gold, ein bisschen Blau. Und das tat dem Bild unwahrscheinlich gut. Und hier sieht man mal kurz, dass auch dieses vermeintlich schmalere Werkzeug gut auf der Leinwand mit der Farbe so weit in Verbindung tritt, dass sich das nicht mehr richtig rakeln lässt. Ich habe mich dann entschieden, dass das Gold sozusagen die letzte Farbschicht auf dieser kleinen Leinwand sein wird. Und ich ziehe jetzt noch ein paar Linien und setze noch ein paar Akzente. Und ich hatte dann noch so die Idee, und das kommt jetzt ins Spiel, ein bisschen Glitter aufzutragen. Also das sind ganz, ganz feine Glitzerpartikel. Und dazu habe ich mir ein trockenes Malmesser genommen und nehme davon immer wieder ein paar Partikel vorne auf die Spitze und streue sie sozusagen mit Hilfe des Malmessers und leichten Klopfbewegungen dann in die noch nasse Farbe. Jetzt sind wir leider schon am Ende dieses Videos angekommen und ich zeige noch ein paar Detailaufnahmen. Jetzt habe ich den Eindruck, als würde ich mich in einer Unterwasserwelt befinden, die da ein bisschen vor sich hinglitzert mit verschiedenen Strukturen. Und ich kann genau erkennen, wo die Farbe sozusagen aufgetragen worden ist, wo sie Lücken gelassen hat und wo die anderen Farbschichten durchschimmern. Und das finde ich einfach wunderbar. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.